Hi, ich bin Sandra, the Coaching Artist, und ich habe meinem Bruder zu seinem 40. Geburtstag ein richtig episches Geschenk gemacht. Ich habe ihm nämlich Diabolos, eine Kreatur aus Final Fantasy VIII, was unser beider absolutes Lieblingsspiel ist, digital 3D gesculptet, gedruckt und, sagen wir mal, auf besondere Art und Weise ausgestaltet. Den Entstehungsprozess davon, was alles passiert ist, denn es ist nicht wirklich alles glatt gelaufen, und natürlich auch das Endresultat, das siehst du jetzt in dem folgenden Video. Auf die generelle Geschenkidee bin ich relativ schnell gekommen. Denn das, was mich seit meiner Kindheit mit meinem Bruder verbindet, ist wirklich das Videospiele-Spielen. Ich habe immer neben ihm gesessen, und zugeschaut, wenn er PlayStation gespielt hat, bevor ich das dann auch natürlich irgendwann gemacht habe. Und dabei war einfach Final Fantasy VIII unser absoluter Favorit. Es hatte eine geile Story, geiles Artwork, geile Musik, es war einfach geil. Und das Ding ist, wir wollten immer diese Spielzeugfigur von Diabolos haben, weil das einfach unsere liebste Kreatur aus dem Spiel war und das immer so in den Lösungsbüchern da so beworben wurde. Allerdings war die relativ teuer und auch in Deutschland ziemlich schwer zu bekommen. Heute bin ich erwachsen und hätte theoretisch die Figur für meinen Bruder kaufen können, aber ich habe sie mir nochmal näher angeschaut und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, Digga. So geil ist die Figur jetzt auch nicht. Und außerdem habe ich mir überlegt, hey, ich bin jetzt selbst Digital Artist, also wieso mache ich nicht einfach die Figur selbst? Allerdings wollte ich jetzt nicht einfach nur ein Nerd-Geschenk, also sprich einfach nur die Figur nachsculpten, sodass er die dann als Spielzeugfigur hat, die dann im Regal rumsteht und verstaubt. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Ganze noch ein bisschen praktischer gestalten, und vor allen Dingen auch epischer. So eine kleine Figur, das macht jetzt nicht so viel her. Okay. Deswegen habe ich mich dann einmal an das Zeichenbrett gemacht und ein paar Entwürfe gezeichnet, wo ich dann auf die Idee gekommen bin, dass ich das Ganze zu einer Lampe gestalte. Also wenn Diabolos so seine Attacke macht, Kraviga auf den Gegner wirft, dann leuchtet dieser Angriff auch, beziehungsweise diese leuchtenden Symbole erscheinen da auf dieser Kugel. So, und da war dann meine erste Idee, hey, warum platzierst du die Figur nicht überhalb so einer LED-Leuchte? So, wo ich dann auch die Symbole in den Öffnungen hätte nachahmen können. Aber das war dann mir auch noch nicht episch genug. Da habe ich dann noch ein bisschen recherchiert, was es überhaupt an Lampen gibt. Das kenne ich mich ja gar nicht mit aus und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge an unterschiedlichen Arten. Jedenfalls habe ich sowohl offline als auch online recherchiert und überlegt, ob ich das Konzept nicht einfach umkehren kann. Also wo die Figur unter der Lampe in dieser Signaturpose ist, wo er kurz davor ist, diesen Angriff erst auf den Gegner zu machen. Es war gar nicht so einfach, aber habe ich dann tatsächlich eine Pendellampe gefunden, die so aus schwarzem Geflecht besteht. Und ich dachte dann so, geil, die Lampe ist groß genug, so 45 Zentimeter im Durchmesser, wo dann die Figur richtig episch unten drunter aussehen würde und eben mit diesem Geflecht, dadurch, dass das aus so nicht eine glatte Kugel ist, sondern aus so verschiedenen Öffnungen und eben Geflecht besteht, kann man das halt dann auch den Druck richtig gut unten drunter anbringen und wahrscheinlich wird das Licht dann auch richtig geil aussehen und so. Also hat richtig gut gepasst für mein Konzept. Darauf habe ich mich dann im Prinzip festgelegt. Das wollte ich dann umsetzen. Und ich dachte mir schon, dass das vielleicht nicht ganz so leicht mit dem 3D-Druck dann werden würde. So eine Riesenfigur, wenn wir von 45 Zentimeter sprechen. Aber ich dachte dann so, egal, das tun wir jetzt mal hier zu Zukunft Sandra verschieben. Die kann sich dann drum kümmern. Wir machen jetzt erstmal hier das 3D-Sculpting. Sprich, Konzept war ready. Jetzt ging's ans praktische Umsetzen. Also einmal für die Hintergrundbeschallung passende Final Fantasy Musik aufgelegt, Blender 3D gestartet und natürlich erstmal den Default Cube gelöscht, sorry buddy, und los ging's dann mit dem Sculpten der Grundform.
Ich muss dazu sagen, es ging relativ langsam vorwärts, weil ich hatte zwar Sculpting-Erfahrung, aber bisher eher primär in ZBrush, einem anderen und spezialisierten Sculpting-Programm, weshalb ich noch relativ frisch im Sculpting von Blender drin war, das muss man dazu sagen. Deshalb hat alles so ein bisschen länger gedauert als antizipiert, aber ich wollte es einfach auch das Projekt dafür nutzen, um meinen Skill dahingehend auch zu verbessern. Jedenfalls, am Anfang habe ich noch direkt eine Fotovorlage in Blender genutzt, um erstmal so die groben Proportionen von der Figur hinzubekommen. Später habe ich dann aber relativ frei modelliert, denn die Vorlage aus den 90ern, die war jetzt auch nicht so genau, was die Form anbelangt. Also relativ pixelig damals und zumindest das, was ich auch gefunden habe, weshalb ich dann auch einfach viele Formen erfunden habe, so dass es halt episch aussieht. Und ja, auch solche Formen. Irgendwann ging es dann auch aus diesem cringen Base-Modeling raus und dann konnte ich mich an das Posieren und die eigentlichen Details der Form machen, ja, das Ganze etwas hübscher ausarbeiten. Zumindest wollte ich das, aber ich hatte dann mit einem ziemlich lästigen Problem zu kämpfen. Die ganzen Hörner im Gesicht der Figur haben meine Topologie, ohne dass ich es gemerkt hatte, nämlich so stark beim Modeling versaut, dass ich einfach nicht darauf aufbauen konnte. Es hat mir ständig Löcher in die Geometrie gehauen und Blender ist mir immer wieder abgeschmiert. Junge, ich hätte es fast aufgegeben, aber zum Glück der guten Blender-Community sei Dank habe ich dann doch nach etwas Recherche und vielen, vielen Tests eine Lösung gefunden, um das Problem zu beheben. Tausend Jahre später. Ja, da dachte ich dann schon, Nice. aber im Hinblick auf den 3D-Druck wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Aber weißt du, was überhaupt nicht teuer ist und dir richtig viele Benefits bringt? Der Sponsor von diesem Video, nämlich meine S-Art School. Über die verschiedenen Online-Kurse meiner Schule kannst du nämlich ganz leicht verschiedene Kreativskills, wie etwa das Zeichnen oder eben auch, was das Thema von diesem Video ist, das Modeling in Blender 3D auf Profiniveau lernen. Ja, sodass du dann selbst Kunstwerke in diesem Bereich erstellen kannst oder wenn du es ganz weit treiben möchtest, kannst du damit auch selbst Digital Artist werden. Und pst, bald wird es nämlich auch einen expliziten Sculpting-Teil geben. Jedenfalls würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du mich mit einem Kauf oder auch einem Abo von diesen Kursen unterstützen würdest, denn einerseits hilft dir das natürlich selber, ja, du holst dir im Prinzip super gute kreative Bildung, wenn ich das mal sagen darf, und andererseits erlaubt es mir natürlich auch Videos wie dieses und andere, die Kreativen helfen, diese kann ich dann weiter produzieren. Ja, und genau das würde ich super gern machen. Ich habe diese Videoreihe, was ich hiermit im Prinzip anfange, mal Random Art of Kindness getauft und davon würde ich wirklich super gern noch mehr produzieren. Also sprich, nicht nur für meine Family, sondern für andere fremde Leute, für Organisationen, die ich unterstützenswert finde, würde ich super gern Kunstprojekte umsetzen und ich habe da schon richtig viele Ideen. Das heißt, wenn du mich unterstützen möchtest und gleichzeitig selbst auch da was von haben möchtest, dann schau einmal in die Links in der Beschreibung. Aber nun zurück zum Video.
Tatsächlich wurde der 3D-Druck dann der schwierigste Part. Denn ich hatte weder einen 3D-Drucker, das heißt, ich musste irgendwie einen Service finden, der das für mich macht. Und andererseits war nur noch richtig wenig Zeit. Es war kurz vor Weihnachten, ja, eine Woche vor Weihnachten oder 2, 1,5, so um die Dreh rum. Und ich wollte aber zu Weihnachten in die Heimat fahren und da meinem Bruder das Geschenk persönlich übergeben. Ja? Also bisschen Zeitdruck und bisschen Materialnot. So, ich habe dann aber recherchiert und ja, genau da hat sich dann auch herausgestellt, dass es gar nicht mal so viele gute 3D-Druckanbieter weder in der Nähe noch überhaupt in Deutschland gibt, um eine solche große Figur drucken zu lassen. Also 45 Zentimeter ist dann doch ein bisschen groß, ein bisschen ambitioniert und das eben auch noch in der kurzen Zeit. Nun, schwierig. Natürlich habe ich es dann trotzdem versucht und habe ganz viele Anbieter angeschrieben, von denen mir aber so gut wie niemand überhaupt geantwortet hat. Und die mir dann geantwortet haben, es war dann schon ein bisschen frech. Der eine, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut, der wollte für einen FDM-Druck wohlgemerkt, nicht einen Harzdruck, nein, einen FDM-Druck wollte er 1.500 € haben. No. Also ging die Suche weiter. Und ich habe dann so ein bisschen schon am Verzweifeln einfach mal in meiner eigenen Community nachgefragt. Ja, falls es dich interessiert, in meiner S-Art-Community auf Discord kannst du dich kreativ austauschen und findest eben auch Tipps, ja, kannst auch Fragen stellen. Und das habe ich dann einfach auch mal selber gemacht. Ja, ob mich da nicht jemand bei meinem Projekt unterstützen kann, ob da nicht einfach irgendjemand einen 3D-Drucker hat, weil ich konnte mich so ganz dunkel erinnern, dass es da schon Gespräche dazu gab. Und tatsächlich, nach einigen Hin und Her, hat sich dann der liebe Tommy von To Be Crafted dazu bereit erklärt, den 3D-Druck und die Nachbearbeitung für mich zu übernehmen. Und zwar auch zu realistischen Preisen. An dieser Stelle also auch nochmal vielen, vielen Dank, Tommy, dass du das für mich gemacht hast. Du warst literally mein Lebensretter an der Stelle. Und wen es interessiert, der Tommy, der macht wirklich richtig geile 3D-Arbeiten und Holzarbeiten. Also solltet ihr da irgendwas brauchen, irgendwas angefertigt haben wollen, dann schaut da unbedingt mal in seinen Shop vorbei. Ja, und dann hieß es allerdings erstmal warten und hoffen, dass das Ganze dann hoffentlich doch noch ein Erfolg wird. Tommy hat mir dann zwar immer wieder Zwischenbilder geschickt und das sah auch schon alles ziemlich gut aus, aber es war halt jetzt nicht mehr in meiner Kontrolle und ich dachte, ja, beim Transport durch mehrere Bundesländer so ein instabiles Ding, da kann vielleicht noch das ein oder andere schiefgehen. Ja, und da ich dieses Warten und dieses nicht unter Kontrolle haben so gar nicht ab kann, habe ich mich dann ein bisschen beschäftigt und habe noch überlegt, wie übergibst du das Ganze dann eigentlich deinem Bruder? Nur so die Figur dann zu überreichen, das ist auch ein bisschen lame. Also habe ich dann kurzerhand noch überlegt, mit meinem Cricut, meiner neuen Plottermaschine, da eine Rätselkarte anzufertigen, wo er dann erstmal gucken muss und überlegen muss, um was es sich dann überhaupt bei dem Geschenk handelt. Also noch so ein bisschen was extra angefertigt und eine kleine Box mit einem Final Fantasy Anhänger. Sollte der erste Hinweis, die Rätselkarte, noch nicht genügen, ja, das Ganze einfach noch ein bisschen spannender gestalten. An dieser Stelle aber noch ein kurzer Einschub, denn mit diesem Video möchte ich nicht nur meinem Bruder eine Freude machen, beziehungsweise mit dem Geschenk davon, sondern auch dir. Und zwar möchte ich dir gern einen Gutschein zu meinem Blender 3D Memory Kurs schenken, mit dem du selbst eben auch 3D-Figuren anfertigen kannst. Alles, was du dafür machen musst, ist einfach mal in die Kommentare zu schreiben, welches 3D-Projekt du gerne schon immer einmal umsetzen wolltest. Das beste Projekt, was mich am ehesten anspricht, das gewinnt dann. Und dann war es auch schon soweit. Koffer gepackt, auf zum Flixbus und ab nach Hause ins Erzgebirge. Schließlich war der Moment der Wahrheit gekommen. Ich war kaum zu Hause angekommen, hatte mich kaum umgezogen. Ich musste wissen, ob die Figur in dem Paket unbeschadet angekommen ist.
Mega. Ja, ist auch gar nicht so schwer. Ich glaube, mit Resin wäre es tatsächlich schwerer geworden. So ist perfekt. Oh, der Junge sieht ja geil aus. Der ist einfach mal hot as hell. Vielen Dank, Tommy. Vielen Dank. Ach, zum Glück auf dem Bett ist es weich. Und das jetzt an die Lampe ranmachen, das wird ein Fest. Anschließend habe ich noch die Nylon-Drähte an der Figur befestigt und testweise an der Lampe montiert. Ja, und was soll ich sagen? Ich hatte so ein Schwein. Es hat alles wunderbar funktioniert, sodass ich meinem Bruder an Weihnachten schließlich sein Geschenk überreichen konnte. Und Achtung, jetzt kommt etwas sächsisch. Und zwar, dein Geschenk ist so ein bisschen ein Rätsel. Also ich habe hier eine kleine Box und da ist eine Karte drin und da steht ein Rätsel hinten drauf. Und das musst du lösen. Das ist relativ einfach. Und wenn es nicht ist, scheißt dich voll um. erstmal nur die Karte, da ist noch was anderes drin. Hinweis 2. Erstmal nur die Karte lesen. Ich hoffe, du kannst es lesen. Wenn nicht, helfe ich dir. Die Karte, ja. Genau. Erstmal nur das. Der Lampe ist so alt und geheim, ein wieder der Schatten stark und geheim. Ein sitzer Raum, wo das Licht ganz klein, Gefäß mit List. Du kämpfst mit List, er wird dann dein. Ja, Genau. Alles klar. Was könnte das sein? Das ist Diabolos, ist ja alles klar. Ah. Das hat man ja vorhin schon mal. Ja, Das ist geklärt. So, jetzt soll ich das noch auspacken, oder was? ja, also es wäre im Prinzip Hinweis 2 gewesen, aber ja, gehört dazu. Ach, da gehört dazu, der Hinweis. Falls du es jetzt nie erraten hättest, Aber was mich aber gewundert hätte. Ja, das ist ja eingebastelt. Schön, schick, fein. Ja, aber das ist natürlich jetzt nicht alles, ne? Also nicht die Karte. Das war ja nur der Hinweis darauf. Der ist aber schon mal wieder übelst zusammengeklebt. Ich sage ja, rup's lieber, also das Geschenkpapier kannst du aufrufen, darum geht's nicht. Aber der Karton, den musst du vorsichtig behalten. Herrlich. Total geil. So, aber auch das war's noch nicht. Oh. Den musst du jetzt irgendwie erstmal sicher verstauen. Also am besten erstmal wieder kurz ablegen. Na, jetzt wäre die Frage. Ja, wie tut man den jetzt platzieren, ne? Ne, kannst du das Geschenkband zerschnitten. Das sollst du einfach dauert zum Aufhängen. Guck dir mal die Flügel genau an. Ne? Keine Ahnung. Ja, tust mal ein bisschen drehen, siehst du schon. Ach ja, Löcher, alles klar? Okay. Ja, okay, ja. ich sehe es. Also es ist schon mal zum Hängen gedacht. Ah, okay. Jetzt kommt noch das Das dazu. ist warm. Ein kleiner bisschen. Wie gesagt, Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk und du wirst nie mehr so ein großes Geschenk bekommen. Aber it's worth it. Oh, das muss mich alle. So, das nehme ich Nee, da ist noch was. Ja, das ist so egal. Das kannst du erstmal daneben liegen. Das ist quasi die Funktionalität dann dazu. Jetzt natürlich nicht. Dreht sich das dann? Nee. Nee. Nee, es ist nur dann so. Es geht ja darum, ich wollte es jetzt nicht zusammenlassen, dass du es transportieren kannst. Ne? Ich verstehe. Ja. Aber ich habe es vorhin schon getestet. Ich kann dir ein kleines Video zeigen. Es hat funktioniert mit Halten. Es hat funktioniert. Oh, so mit den kurzen Ja. Ich habe es nur abgeschnitten. Das ist ein bisschen länger gewesen. Ich kann dir den Nylonfaden noch geben. Ist einfach nur ein bisschen friemlich, das dann da durchzufädeln. Aber funktioniert. Du weißt, dass ich Bockwurstfinger habe, oder? Deswegen habe ich es erst mal dran gelassen, dass du weißt, wo und wie. Ha. Aber theoretisch müsste es auch noch reichen. Also wie gesagt, wenn du es ja eh mal drum machst. Naja gut, wahrscheinlich nochmal neu machen. Ich gehe mal davon aus. Ja. Aber schön, ja. Da wurde mal, dreh dich mal. Ja, genau. Jetzt verstehe ich das nämlich auch. Alles klar, okay. Ich weiß noch nie, wie es aussieht, wenn es dann wirklich leuchtet. Das musst du dann machen, Elektrik und so. Ja, da kriegst du auf jeden Fall, ein Bild. Ja. Ist das Hellboy? Du bist Hellboy. Schick, schön. Sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank. Du hast dir ganz schön Mühe gegeben. Vielen Dank. Herrlich. Super. Ein sehr schönes Ding.